Der weltweit größte Anbieter von Industrieimmobilien, Prologis, hat neue Quartalszahlen vorgelegt. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir schauen uns heute die neuen Quartalszahlen von Prologis an und werfen auch nochmal so einen Blick auf die Aktie, und ich gebe euch ein Update zur aktuellen fundamentalen und technischen Lage bei dem Unternehmen. Prologis, ja, führender globaler Entwickler und Betreiber von Logistik- und Distributionszentren. Ja, die haben einen starken Fokus auf E-Commerce und eben die weltweiten Lieferketten. Und Prologis ist da eben schon sehr stark auch einsässig. Man besitzt und verwaltet über 1 Milliarde Quadratfuß an Logistikflächen in 19 Ländern. Und ja, und das macht dann auch ja, Prologis zu einem der größten Immobilien-REITs weltweit. Man hat ein starkes Wachstum durch E-Commerce bekommen, ist aber auch immer weiter an der Nachhaltigkeit seines Geschäftsmodells interessiert und versucht hier energieeffiziente Logistikzentren und auch Solaranlagen ja, einzubauen und das eben alles ja, deutlich grüner zu gestalten. Und man hat dann generell durch ihren Hauptbusiness auch stabile Einnahmen dank eben dieser langfristigen Mietverträge mit Großkunden. Das erste, was wir jetzt machen, ist mal einen Blick werfen in den Aktienfinder, wie es bei Prologis im Moment aussieht. Als erstes der Qualitätscheck. Wir sehen, dass die langfristigen Gewinne schön steigen. Also ihre Funds from Operations oder auch AFFO, die hier ausschlaggebend sind bei REITs. Da sieht es sehr gut aus. Gerade die Prognose scheint sehr, sehr positiv für das Unternehmen zu sein. Wenn wir uns hier die FFOs anschauen, soll die sich weiter wirklich sehr dynamisch steigern. Auch die Dividende jedes Jahr schön erhöht worden. Das soll auch so weitergehen. Also da sieht sehr gut aus. Payout Ratio ist auch in einem wirklich akzeptablen Rahmen, so um die 70%. Auf jeden Fall noch gesund für so einen REIT. Die operative Marge liegt bei 36%. In dem Bereich bewegt sie sich aber auch schon jetzt ein paar Jahre und so soll es auch weitergehen. Bei der Verschuldung, da haben wir im Moment eine EBITDA zum Verschuldungsgrad, also zum ganzen Schulden von 5,1. Ist auf jeden Fall akzeptabel. Das ist jetzt kein verrückt hochverschuldeter REIT. Das ist für REITs relativ normal, dass man hier schon eher eine relativ hohe Schuldenlast hat. Ja, wir sehen die Anzahl der Aktien, die ist jedes Jahr eigentlich steigend gewesen, nur ja, manchmal marginal, manchmal stärker. Ist aber natürlich auch typisch für einen REIT, ist er einer der wichtigsten Teile dieses ja, Businessmodells mehr oder weniger, dass man eben hier neue Aktien ausgibt, um dann sich selber auch zu finanzieren und wieder neue Übernahmen zu tätigen. Wenn wir uns die Bewertung anschauen auf Basis der letzten 5 Jahre, sehen wir, dass wir im Moment genau fair bewertet sind. Das ist ganz interessant auf jeden Fall. Nachdem wir ja schon eine Phase auch hatten, in der wir mal überbewertet waren, sind wir jetzt eben wieder ja, ganz nett fair bewertet. Wenn wir uns die Analysten-Ergebnisse mal nehmen und die nach vorne projizieren bis 2026, dann sollen wir hier eine Dividendenrendite von 3,6% bekommen und aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 20,3%. Also das ist auch schon sehr, sehr stark. Deswegen auch ja, durchaus interessant, denke ich, für jeden Dividendenanleger. Bei der aktuellen Bewertung, da sieht es auch ganz interessant aus. Wir sind jetzt hier unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre, was das AFFO angeht, und beim KGV FFO tatsächlich so auch. Nur beim KCV, da sind wir im Moment leicht drüber mit 30,86 statt 28,08, aber an sich können wir sagen, dass wir da leicht überbewertet sind oder ungefähr um den fairen Wert herum. Ja, hier mal das Sankey-Modell zu den Gewinnen von Prologis, einzelne Segmente. Natürlich Real Estate ist der Hauptpunkt. Hauptabsatzmarkt ist ganz klar United States, aber man ist auch in Europa tätig und in Asien. Also von dem her, es ist einfach schon ein sehr, sehr globales Unternehmen. So, bevor wir jetzt zu den Quartalszahlen kommen, wollte ich noch darauf hinweisen, wenn dir das Video gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo für den Kanal nicht vergessen und vor allem die Glocke aktivieren, weil dann vergisst du immer die neuen Videos nicht, die auf meinem Kanal kommen. Ja, vielen Dank an der Stelle. Schauen wir mal weiter auf die Quartalszahlen, die sind hier am 16. Oktober rausgekommen. Was hat Prologis vorgelegt? Also wir haben ein Core FFO von 1,43 Dollar ja, bekommen, und das ist ein Anstieg um 10%, also wirklich ganz nette Earnings. Der Kurs, der hat auch erstmal relativ positiv auf das Ergebnis ja, reagiert. Also es waren auf jeden Fall akzeptable
Quartalszahlen. Der CEO, der Hamid Moghadam, hat da ja nochmal einen Kommentar dazu gesagt, dass jetzt eben so ein bisschen diese Abflachung im Moment einfach stattfindet, also diese ganzen Probleme, dieses Zinsumfeld, da ist jetzt eben diese Normalisierung auf dem Weg und deswegen schauen sie jetzt eigentlich sehr, sehr zuversichtlich in die Zukunft und sind der Meinung, dass sie gerade eben für die Partner und die Kunden, die sie haben, die beste Wahl sind und auch eben in der Zukunft die Bedürfnisse von den Kunden sicherstellen zu können. Ja, wir schauen uns jetzt hier noch das Balance Sheet mal an. Also wir haben jetzt im Moment eine aktuelle verfügbare Liquidität von 6,6 Milliarden US-Dollar, die Prologis hat, also sehr hohe Cash-Liquidität und eben, wie bereits erwähnt, Debt-to-EBITDA-Ratio von 5,1. Also das ist auf jeden Fall akzeptabel. Das stellt einen Anteil von 23% der gesamten Marktkapitalisierung dar. Dann schauen wir uns noch die Guidance für 2024 an von Prologis. Hier wird es jetzt interessant, also hier wurde nochmal die Guidance praktisch angepasst fürs Ganzjahr. Wichtig hier, der Core FFO, der wurde hier von der Range her, etwas genauer beziffert. An der oberen Range sind wir ein bisschen runtergekommen und der unteren aber auch ein bisschen nach oben. Also der Mittelwert, der wurde jetzt einfach weiter eingeschränkt, also wirklich in Ordnung. Bei der Average Occupancy, also bei der Mietrate, sehen wir, dass wir leicht nach unten korrigiert wurden, also von 96,0 bis 96,5. Aber der unterste Wert ist jetzt auch leicht nach oben angepasst worden, also jetzt auch eher positiv. Und eine wesentliche Veränderung gibt es jetzt hier im Rahmen eigentlich nicht so stark. Also es wurden eigentlich überall die Werte noch ein bisschen mehr eingegrenzt. Ist ja klar, also jetzt haben sie ja nur noch ein Quartal über. Und die Akquisitionen, die sollen aber dann doch deutlich höher noch sein, wie es davor geguidet wurde. Ja, fast bis zu doppelt so hoch tatsächlich. Ja, auch hier schauen wir jetzt noch auf das Fact Sheet. Und hier sieht man nochmal schön, wo Prologis überall tätig ist mit dieser schönen Länderkarte. Wir haben im Moment ein Credit Rating von AAA oder auch A. Und tatsächlich ist man hier Platz 2 im Solarbereich. Alles, was um die On-Site-Solarinstallationen sich dreht. Sie haben 6700 Kunden im Moment, also wirklich schon guter Kundenstamm. Und hier sieht man mal so einen Ausschnitt der Top 10 Customer. Ja, erster Platz Amazon, Home Depot, FedEx, Geodis, DHL. Ja, kennt man sehr, sehr viele natürlich, UPS, Maersk, DSV, alles wichtige Logistikunternehmen. Also man ist da einfach schon wirklich stark am Markt platziert und hat da eben auch seine Marktposition sicher. Bei dem Core FFO per Sharecager sehen wir, dass Prologis sich auch gut entwickelt hat und besser als viele andere REITs im Average, die nur mit 10% gewachsen sind. Und auch beim Dividend Cager ist man deutlich stärker. Schauen wir mal weiter auf die Dividende. Bevor wir das machen, im Moment hat Finanzen Zero eine Aktion laufen, mit der ihr bis zu 200 Euro Prämie bekommen könnt, wenn ihr mit dem ersten Link im ersten angepinnten Kommentar ein Konto öffnet oder auch in der Beschreibung verlinkt. Dann könnt ihr hier eine Prämie bis zu 200 Euro kassieren, mindestens 25 Euro, also sehr spannend für jeden, der vielleicht hier noch einen zusätzlichen Broker haben möchte. Schauen wir jetzt mal auf die Dividende von Prologis noch ein Stück genauer. Wir sehen, dass vor allem so seit 2014 wirklich schöne Dividendensteigerungen hier erfolgt sind. Gerade jetzt in den letzten 2, 3 Jahren war die Dividendensteigerung auch wirklich sehr, sehr schön. Da hat man natürlich auch viel profitiert von Corona und es soll aber mit den Steigerungen so weitergehen. Wir haben jetzt im Moment eine Dividendenrendite von 2,84%. Die liegt tatsächlich auch im Schnitt über den letzten 5 Jahren. Von dem her auch spannende Situation. So eine hohe Dividende gab es jetzt eben nur selten. Von dem her definitiv auch interessant. Wenn wir uns den Return anschauen im Vergleich zum S&P 500, sehen wir, dass Prologis wirklich lange Zeit deutlich besser gelaufen ist als der Gesamtmarkt in den USA. Jetzt zuletzt aber leicht drunter von der Performance. Hier sind natürlich noch nicht die Dividenden mit eingerechnet, also würde man die Dividenden noch mit einrechnen, wäre Prologis deutlich besser gelaufen. Wie der S&P 500, das ist natürlich auch für mich immer ein wichtiger Anhaltspunkt, ob das Unternehmen das Potenzial mitbringt, den Gesamtmarkt outzuperformen. Nur dann kommt es eigentlich für mich auch als Einzelinvestment in Frage.
Aber natürlich keine Anlageberatung, wie bereits erwähnt. Also Disclaimer, ich bin hier bei Prologis investiert und werde auch weiter meine Aktien halten. Schauen wir mal auf die Chartsituation bei Prologis auf Monatsbasis. Und wir sehen natürlich, dass das Unternehmen hier schon sehr, sehr langfristig in einem schönen dynamischen Aufwärtstrend läuft. Klar, es gab immer mal wieder so größere Einbrüche, wie es für REITs schon irgendwie typisch ist oder typisch geworden ist. Aber langfristig sehen wir schon, dass da ein schöner Aufwärtstrend auf jeden Fall intakt ist. Die wichtigste Unterstützungszone war ja immer so um diese 100 US-Dollar herum und da haben wir uns jetzt auch zuletzt wieder ein gutes Stück nach oben gekämpft. Zoomen wir mal auf Wochenbasis rein. Also hier diese Bewegung nach oben, dann wieder der Abverkauf, haben uns jetzt hier gefangen und jetzt bewegen wir uns eben wieder langsam nach oben. Letzte Woche dann die Quartalszahlen, war die erste Reaktion sehr positiv. Am zweiten Tag ging es dann wieder zurück. Jetzt sind wir jetzt eben in so einer Patt-Situation. Also entweder wir schaffen jetzt den Ausbruch zumindest mal über diese 130 US-Dollar oder wir fallen jetzt nochmal ein Stück runter und müssen uns dann eben nochmal ein bisschen tiefer stabilisieren. Aber im Moment ist auf jeden Fall noch so eine kleine Kurslücke offen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Situation. Ja, mittelfristig ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass Prologis hier über diesen roten Widerstand drüber kommt mit diesen Hochs aus 2022, 2023 und natürlich jetzt auch 2024. Und wenn diese Unterstützung hier fällt, also dann ist eigentlich ganz sicher, dass Prologis ein neues Allzeithoch schreiben wird. Solange jetzt hier diese große mittelfristige Unterstützung nicht bricht, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass wir jetzt einfach weiter seitwärts laufen. Wir müssen jetzt eben hier mal ein bisschen Power sehen, dass wir nach oben ausbrechen und die wichtige Unterstützung rausnehmen. Man muss natürlich ja klar dazu sagen, dass Prologis jetzt auch im Vergleich zu vielen anderen REITs ja deutlich weniger Kursverluste hinnehmen musste in dieser ganzen Phase. Deswegen ist jetzt natürlich das Aufwärtspotenzial im Vergleich zu anderen Aktien, die deutlich mehr abgestraft wurden, etwas beschränkter, aber hat natürlich auch den Vorteil, dass Prologis in solchen Korrekturen dann langfristig viel besser aufgestellt ist. Genau, also wichtig, dieses Überschreiten dieser 135, 140 US-Dollar mittelfristig, kurzfristig jetzt ja, erstmal auf den kleinen Rücksetzer. Solange diese Gap hier noch offen ist, würde ich sagen, sieht auf jeden Fall noch gut aus. Müssen auf jeden Fall jetzt mal Druck nach oben sehen. Aber alles im grünen Bereich. Sollten wir nochmal hier nach unten kommen auf die grüne Unterstützung, dann bieten sich natürlich auch wieder sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeiten hier für so einen langfristigen Kauf an. Ja, ich würde jetzt noch kurz einen Blick werfen auf die aktuelle Situation generell an dem Real Estate-Sektor. Also wir schauen uns jetzt praktisch in der Gesamtheit alle Immobilienaktien an, die im S&P 500 gelistet sind. Das ist ganz cool, weil dann kann man ungefähr mal so einen ersten Eindruck gewinnen, wie der Markt generell im Moment läuft bei den REITs. Und wir sehen, dass wir hier seit ungefähr 2024 Mitte uns sehr, sehr schön nach oben entwickeln, also mit diesen 5, 6 sehr schön weißen Kerzen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass jetzt eben diese ganzen REIT-Aktien doch gut gestiegen sind. Mittelfristig haben wir jetzt hier aber schon so ein kleines Top gefunden, hier bei diesen 284 und sind jetzt hier kurzfristig mal nach unten gelaufen. Wichtigste Unterstützungszone wäre hier so um die 250 US-Dollar. Also sollten wir jetzt hier im ganzen Immobiliensektor nochmal ein bisschen ja, Druck ablassen und hier runter korrigieren auf diese Zone, dann würde sich hier nochmal sozusagen der letzte wirklich gute langfristige Einstieg anbieten. Also das am besten mal ganz genau auf die Watchlist packen. Wenn wir hier nochmal weiter nach unten kommen, dann wird es auf jeden Fall nochmal spannend, auch bei anderen REITs, sowas wie Vichy, ja, Public Storage und so weiter, vielleicht auch Realty Income. Auf jeden Fall spannende Situation. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier einfach weiter nach oben laufen, weil diese Upgap und die positiven Zugewinne jetzt hier schon sehr, sehr gut aussehen. Aber sollten wir jetzt hier doch nochmal einen Abverkauf sehen, hier um die 250, 260 US-Dollar, dann wird es auf jeden Fall nochmal spannend. Und da werde ich mich tatsächlich auch selber ja, nochmal umschauen nach irgendwelchen interessanten REITs, die ich mir dann vielleicht auch nochmal in mein langfristiges Portfolio packe. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da und gerne auch deine Meinung zu Prologis kommentieren. Ich verlinke auch nochmal die genauere Analyse zu diesem Logistik-Read und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!